Ihr könnt uns übrigens richtig einfach helfen, den Regenwald zu schützen. Einfach wilderness-international.org. Spendenbutton, 1 Euro, 1 Quadratmeter, Klick, Klick und fertig. Das ist ein Landstück, das wir beschützen. Das wird für immer beschützt bleiben. Punkt. What we do in the next few years will determine the next few thousand years. Der Klimawandel ist nichts anderes als eine Überlebensfrage für die Menschheit geworden. Wir erleben derzeit das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Der Handel mit illegal geschlagenem Tropenholz, ein globales Milliardengeschäft. Aber wir stehen fest zum Kohleausstieg. Das reicht uns nicht. Jetzt machen wir selber was. Es wird um Natur gehen, um Naturschutz, Fachwissen. Wir wollen Faszination wecken. Wir wollen Faszination für Natur wecken und euch dazu zeigen, was könnten wir verlieren, wenn wir nicht darauf aufpassen. Wenn wir es schaffen, den Amazonas-Urwald zu schützen, wird das Klima auf allen Kontinenten dieser Welt besser sein. This is fine, this is fine. Wir wollen echt sagen, wie cool ist Natur, was geht in der Natur wirklich ab, wie schauen unberührte Landstriche noch aus. Wir rasen gerade auf diesen Punkt zu, wo einfach das Weltklima noch schneller kippen kann, wo dieser Wald sich selbst zerstört, weil er sich selbst nicht mehr versorgen kann. Wir müssen etwas tun, wir können etwas tun. Und dieser eine Baum hier, der hat mehr CO2 in sich als jeder einzelne Baum, der in Europa steht. Das ist hier ein gewaltiges Klimasystem. wilderness-international.org. 1 Euro, 1 Quadratmeter, Klick, Klick und fertig. Wie können wir das Ganze zusammen erschützen? Quadratkilometer gingen allein in den ersten 5 Monaten dieses Jahres verloren. 1012,5 Quadratkilometer wurden in diesem Monat abgeholzt. Mehr als jemals zuvor. Der Amazonas-Regenwald ist hier so gut wie verschwunden. Wenn nichts passiere, drohe eine Art südamerikanische Sahelzone. Jetzt mit dem Boot zum Aussichtsturm, um einmal zu zeigen, wie die Baumkronen auch von oben ausschauen. Fabian, bist du munter? Ah. So ein richtiger Morgenmensch. Wald ist aufmerksam sein, aus Sicherheitsgründen und weil man nichts verpassen will. Früh aufstehen nach einer sehr kurzen Nacht und richtig scharf sein, alles im Blick haben. Dafür brauche ich immer ein paar Sekunden mehr Anlauf als so manche Mitreisenden. Mit dem TÜV, das ist in Peru ein bisschen anders. Sieht man auch an jeder Schrauben und an jeder Sprossen. Aber wir vertrauen da einfach mal drauf. Ja, so schnell. Kann's gehen. Und dann ist man unten. Bulli, konzentrier dich. Das ist wie wenn du darauf vertraust, dass Österreich im Fußball gewinnt. Nicht ratsam. Kommst du auf und es fühlt sich so an, als würdest du durch die Stockwerke des Dschungels gehen. Vor allem, welche Stockwerke gibt es im Wald? Also das ganze Unterholz, dann die Zwischenkrone, die eigentliche Baumkrone und dann hat man diese Bäume. Die Emergent Layer, die herausragende Baumschicht. Das sind die richtigen Urwaldriesen, die gehen noch eine Etage über die Baumkrone. Aber du bist schon wieder im Fernsehmodus. Ja. Für euch einmal, damit ihr auch wisst, der Fabian ist alter TV-Presenter. Das merkt man auch. Das ist ein Kaktus im Regenwald. Ja, stimmt schon. Krass, wie wächst der da? Epiphytisch. Das heißt? Aufsitzerpflanzen. Also hier, Kakteen gibt es eben nicht nur in der Wüste, sondern die haben sich auch an das Leben in Baumkronen angepasst, wo sie auf anderen Bäumen oben drauf wachsen, eben nicht im Substrat. Und deswegen ist auch Wasserknappheit, weil die kriegen halt nur ein bisschen Wasser vom Regen, der sofort an ihnen runterläuft. Und das war's. Aber irre, das erwartet halt keiner. Ne? Du bist hier im Regenwald, da ist ein Kaktus. Dürfen wir nicht sagen? Wir wissen es nicht. Weil wir sind neu auf YouTube.
Werden wir gesperrt? Wir wissen es nicht. Ist uns aber auch egal. Warum rede ich jetzt Hochdeutsch, Alter? Papagei! Oh, Mann ey. Trockenzeit, Sonnenaufgänge. Dieser Turm gibt uns natürlich die geilsten Möglichkeiten, hier Vögel zu fotografieren, die wir sonst immer nur von unten irgendwo da oben rumfliegen sehen. Und jetzt sind wir auf Augenhöhe. Ne? Da oben sind gerade die Europendulas. Wunderschöne Vögel, ey, quietschgelb. Geh mal weg. Nee, wir laufen daneben. Nester von den Europendulas, den Caciques, auch richtig spannend. Also jeder kennt wahrscheinlich Webervögel, zumindest aus Dokus in Afrika. Man sieht immer die Webervögel. Und die hier, die Europendulas, die machen viel coolere Nester. Auch gewebt und die hängen meterlang von den Bäumen runter. Voll abgefahren. Sieht aus wie so ein riesiger Wassertropfen aus Stroh. 4 Nester, 3 davon sind fertig, normale Größe. Und eins ist einfach 5-mal so groß, aber noch nicht fertig. Das lässt uns darauf schließen, das ist gleich wie bei den Menschen. Da gibt es immer welche, die glauben, sie brauchen ein größeres Haus. Es ist in der Tierwelt genau dasselbe. Und wenn der so weiterbaut, dann schlagt das Nest irgendwann am Boden unten auf. Baut und baut und baut. Schaut, wie lange der Wohnbaukredit haltet. Wir schützen hier mit Wilderness International Regenwald, weil der Amazonas-Regenwald den Amazonas-Regenwald braucht, um zu überleben. Klingt komisch, ist aber so. Denn der Wald macht seinen eigenen Regen. Nehmen wir mal diesen Kapokbaum hier. So ein Baumriese zieht am Tag 1000 Liter Wasser aus dem Boden in seine Blätter, macht Photosynthese und als Nebenprodukt wird dabei Wasser eben auch ausgeschieden über die Blätter und das geht in die Atmosphäre. Und das macht eben nicht nur der Baum, sondern Milliarden und Milliarden von Bäumen von hier bis 3.500 Kilometern Atlantik. Und das hat Auswirkungen. Das ist so viel Wasser, das hier in die Luft gepumpt wird. Das ist 2-mal mehr Wasser, als im ganzen Amazonas-Flusssystem selbst ist. Das heißt, wir haben einen unsichtbaren Himmelsfluss, der entgegen des Amazonas fließt. Denn der Amazonas fließt von den Anden zum Atlantik und der Himmelsfluss fließt eben vom Atlantik zu den Anden. Das ist ein riesiger Kreislauf und der wird von einer Sache angetrieben und das sind die Bäume. Die Bäume sind eine riesige, lebende Pumpe. Einzelne Baum zählt. Im ganzen Amazonasbecken betreiben alle Bäume jeden Tag Photosynthese und pumpen richtig Wasser vom Boden in die Luft. Und dieser Wasser wird zu Regen. Also der Wald macht seinen eigenen Regen. Ohne Wasser kein Wald, ohne Wald kein Wasser. Und das Problem ist, von allen Seiten wird dieser Wald zerlegt. So, das ist eine sogenannte Invasion. Das heißt, das sind Leute, die überhaupt nicht aus der Region kommen, die zum Teil richtig weit weg wohnen, die das professionell machen, hergekommen und haben im Prinzip auf dem Gebiet einer bestehenden Forstkonzession, wo man keine Bäume umschlagen darf und schon gar nicht, also es sei denn, man ist eben der Pächter und auch da nur ganz wenige Bäume zum Rausholen, haben die es einfach genutzt, die Zeit, wo in Peru Unruhen waren, und haben mir so ein fettes Stück platt gemacht. Das zieht sich auch ganz schön weiter fort. Aber das ist eigentlich immer der Anfang vom Ende. Egal wo man hinguckt, egal wo alte Urwälder stehen, das sind in der Regel Leute ohne echte Legitimation einfach reingehen, Mist bauen und von da
geht es dann weiter. Und dann nutzen die im Endeffekt einfach das Landstück, malen so eine Karte per Hand, schreiben einen Preis drunter und sagen hier ein offizielles Besitzdokument und verkaufen das für ein paar tausend Soles. Weil die halt so tun, als ob es ihnen das gehören würde. Und die Nächsten, die es gekauft haben, die pflegen dann die Plantage und dann werden sie vielleicht nie rausgehauen und verkaufen es meist noch einmal weiter. Und dann 10 Jahre später sagt die Regierung, na gut, die sind jetzt schon lange dort, haben da 5 Kinder gekriegt, die müssen einen Besitztitel draus machen. Krass. Dann ist der Wald für immer weg. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass so ein Gebiet, das ja eingeschlagen wird, meist die 5- bis 10-fache Fläche in den nächsten 20 Jahren kaputt macht. Echt? Genau, weil solche Störungen in dem gesunden, tropischen Urwald völlig unnatürlich sind. Da fällt höchstens mal ein Baum um, wenn er altersschwach ist oder vom Blitz getroffen wird. Aber großflächigere Störungen gibt es nicht im tropischen Regenwald von Natur aus. Das heißt, das ganze CO2, das hier gebunden ist in lebenden Organismen. Und wenn man sagt, hier wird CO2 freigesetzt, dann muss man sich auch vor Augen führen, das heißt, hier werden Organismen in gewaltiger Menge ausgelöscht. Nicht irgendwas aus dem Boden freigesetzt, sondern da werden Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien, das wird vernichtet. Das Problem ist halt auch, sie können den Boden halt so nicht besonders lange nutzen. Wenn man da jetzt nur Bananen oder sowas anpflanzt, ist halt nach 3 Jahren der Boden so ausgelaugt, dass sie dann eigentlich weiterziehen müssen und noch weiter einschlagen. Urwaldboden ist generell hier im Regenwald nicht so besonders fruchtbar, weil alles an der Oberfläche passiert und sofort zerlegt wird von Lebewesen. Deswegen haben wir so ein Projekt angefangen mit Camino Verde, wo wir gestern kurz angehalten haben, um eben Agroforstwirtschaft, nennt sich das, zu betreiben, dass sie die Flächen wenigstens länger nutzen können und nicht dann immer weiter abholzen müssen. Natürlich, wenn man so einen Holzeinschlag sieht, denkt man immer, die Menschen, die das machen, sind böse Menschen. Sind es nicht, man kann es nicht so direkt sagen. Das sind Menschen, die ein komplett anderes Sozialgefüge haben wie wir in Europa. Die auch die Möglichkeiten, die wir haben, die kennen die nicht. Es gibt oft keine Alternativen zu dem, was die hier machen, zum Bäume fällen, damit irgendwie einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wir gehen jetzt nicht her und sagen, das sind alles böse Menschen. Nein, wir wollen denen Alternativen bieten. Und es gibt mittlerweile Programme mit Wilderness International und Camino Verde zum Beispiel, wo Familien unterstützt werden, nachhaltige Agrikultur zu betreiben. Das heißt, mit Landwirtschaft, nachhaltiger Landwirtschaft vor Ort ein geregeltes Einkommen zu kriegen und damit die Versuchung oder der Zwang aus der Not heraus, Bäume zu fällen, die Umwelt zu zerstören, einfach immer geringer wird über die Zeit und die Attraktivität einfach runtergeht. Und mit solchen Systemen können wir nachhaltig garantieren, dass die Locals einfach nicht mehr auf das zurückgreifen, nicht mehr zur Axt greifen, nicht mehr zur Kettensäge greifen. Das sind keine bösen Menschen, das sind einfach alternativlos zum Großteil. Wenn wir diesen Grenzpunkt überschreiten und es zu wenig Wald gibt, dann kann der Wald zu wenig Regen produzieren und dann ist so ein Feedback-Loop und der Wald stirbt noch schneller weg. Ja, also wir rasen gerade auf diesen Punkt zu, wo einfach das Weltklima noch schneller kippen kann, wo dieser Wald sich selbst zerstört, weil er sich selbst nicht mehr versorgen kann. Dieser krasse Mechanismus, das haben die Leute gar nicht vor Augen. Die denken, okay, wir können jetzt einfach aufhören, den Wald kaputt zu machen und dann wächst das alles nach. Ja, das geht zu einem gewissen Punkt, aber wenn wir darüber hinweg sind, ist kein Zurück mehr. Dann ist das Auto über der Klippe. Und dann geht's ja, weltweit bergab. Ne? Das ist hier ein gewaltiges Klimasystem. Eines der großen Zahnräder, das das Weltklima antreibt. Wenn man das einfach rausnimmt, dann bricht alles zusammen. Unser Ziel ist es, Urwälder zu schützen. Intakte Ökosysteme mit uraltem Wald. Das ist, was wir schützen wollen und das gibt es in Deutschland einfach nicht. In Deutschland muss der Fokus darauf liegen, Wälder zu regenerieren und wieder hin zum Urwald zu kommen. Das ist aber nicht unsere Expertise. Und deswegen arbeiten wir in den wenigen Regionen, wo es eben noch unangetastete Wälder gibt, die nie komplett abgeholzt waren, die nicht aufgeforstet sind. Das ist alles natürlich. Jeder Baum hier ist hier gewachsen, weil er sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat. Die Strategie von Wilderness International ist ganz einfach. Intakte Wälder schützen. Also nicht wieder aufbauen oder irgendwas, sondern wir haben schon dieses riesige Reservoir an CO2 und vor allem an Arten. Das ist alles noch da. Und zu verhindern, dass das verschwindet, ist einfach oberste Priorität. Artenschutz und Klimaschutz. Wir machen beides hier. Und das hängt einfach untrennbar zusammen. Wir reden immer über die Klimakrise und vernachlässigen komplett, dass wir im 6. Massensterben der Erdgeschichte stecken und dass eigentlich das Artensterben den Klimawandel erst so richtig in Gang bringt. Und dann ist Land unter. Und in Wilderness International Strategie bekämpfen wir eben beides. Beim Rapid Assessment gehen wir zusammen mit unseren Waldhüterinnen, Waldhütern, dem Forscherinnen, Forscherteam, die hier aus der Region kommen, in solche Wälder. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann finden wir Bäume wie den hier.
Das ist ein Eisenholzbaum. Aus dem Bauch raus würde ich sagen. 450, 550, 700 Jahre alt. Größer als jeder Baum in ganz Europa. Wahnsinn, überall Löcher hier unten drin, wo Schlangen ihr zu Hause haben, Vogelspinnen. Drüben ist er richtig ausgehöhlt für große Säugetiere. In den höheren Etagen 20, 30, 40 verschiedene Orchideenarten. Das ist schon, wenn man den anfasst, dann pulsiert der, weil das Wasser da hochgepumpt wird. Das kann man wirklich fühlen, das ist kein Quatsch. Und dieser eine Baum hier, der hat mehr CO2 in sich als jeder einzelne Baum, der in Europa steht. Mindestens die 4-fache Menge wie der größte europäische Baum, der gerade am Leben ist. Und das ist natürlich genau das Ding, was wir beim Rapid Assessment rausfinden wollen, wenn wir solche Keystone-Species wie Eisenholz da finden, wie Ara-Pärchen, die da drinnen brüten, wie Tapirspuren, Ozelotspuren, Jaguarspuren. Dann gibt es überall bei uns Kreuze und wir kaufen dieses Landstück, schützen das. Ich gehe jetzt hinter zum Team, das wartet schon, das hat schon den nächsten mit diesem Baum entdeckt und sind gerade am Vermessen, am Aufnehmen und so weiter. Und ja, bin völlig von der Rolle, weil dieses Waldstück nicht zu schützen, das wäre Wahnsinn. Also wir müssen das schaffen. Ich stehe in einem Baum. Das ist eigentlich unbeschreiblich. Also diese Dimension kann man sich gar nicht vorstellen. Es sei denn, man steht hier und erlebt es selbst. Ne? Und das ist ein Anblick, da werde ich nie satt. Also nach über einem Jahrzehnt der Tropenreisen, diese Bäume lösen einfach so ein Gefühl von Euphorie aus. Das ist unbeschreiblich. Also man muss hier stehen und einfach sehen, wie gewaltig das ist. Das ist in Europa, wäre so ein Baum unvorstellbar. Und hier, kein Disrespect gegen diesen Baum, das ist ein cooler Baum, ich liebe den Baum, aber es gibt noch viel größere und viel ältere Baumriesen in Amazonien. Ne? Der hier ist 45, 50 Meter hoch vielleicht. Es gibt welche, die sind über 80 Meter hoch und bis zu 1000 Jahre alt. Ne? Der kleine Kerl ist vielleicht 300 Jahre alt, also tatsächlich gar nicht uralt, aber man muss ja auch immer bedenken, wir haben hier keinen Winter, die Bäume können das ganze Jahr über wachsen. Aber, was mir auch noch eigentlich wichtig ist, dass ihr das versteht, nicht nur diese Bäume sind absurd groß, sondern das sind eigene Lebensräume. Das ist nicht einfach nur ein Baum, der steht hier und ab und zu landet ein Vogel im Geäst, sondern das ist eine Welt für sich. Das fängt hier unten an, alles voll mit kleinen Moosen, Farnen, Flechten. Und oben hat man dann richtige hängende Gärten. Also da wachsen Orchideen, Farne, Bromelien, alles Mögliche an Pflanzen. Und die Pflanzen haben wieder eigene Insekten. Und die Insekten haben irgendwelche Milben, die nur auf den bestimmten Käfer leben. Und in den Baumhöhlen irgendwie Aras, Harpien, also da ist jetzt keine Harpie drauf, aber Harpien, die krassesten Vögel Amazoniens, brüten nur in diesen Baumriesen. Nirgendwo sonst. Also diese Dinge sind einfach wirklich eine eigene Welt. Nicht nur ein Baum, ein Individuum, sondern man schützt diesen Baum und man schützt hunderte Arten von anderen Lebensformen. Das ist irre. Und wie viele Generationen ein so ein Baum großzieht. Ne? Also wie viele Tiere hier kommen können und nisten können, das ist einfach alles unvorstellbar. Man will einfach nur noch, man wird weitergetrieben, um den nächsten Baum zu finden. Und ich höre schon wieder die Forest Guardians da hinten rufen, die haben schon wieder so ein Monster entdeckt. So ein Großvater- oder Großmutterbaum. Und ja, kann ich nichts sagen. Los geht's. Peru ist ja auch zum Glück ein Rechtsstaat. Das heißt, wenn wir mit Wilderness hier Landstücke kaufen, mit Grundbucheintrag, dann darf da auch rechtlich niemand dran. Und wir haben volle Befugnis, das Land zu schützen. Wir haben hier unsere Forest Guardians, wir haben Patrouillen, wir zeigen Präsenz. Und es kommt hier niemand auf unser Landstück und wird das jetzt abholzen. Das ist ein Landstück, das wir beschützen. Das wird für immer beschützt bleiben. Punkt. In so einem Wald kaufen, schützen, erforschen, völlig festgelegt.